Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Hier in den Sümpfen. Und wir suchen hier nach Hinweisen für den entführten Mr. Ernesto. Ich meine, so hieß der Gute. Hier sind Krähen. Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach. Okay, man hört die Krähen nicht, aber sie hängen da. That pier looks promising over there, Watson. We're approaching the heart of darkness. Dieses Pier hier, da willst du hin? Okay, dann legen wir mal an. Wenn du das sagst, Sherlock. Trophäe erhalten. Land in Sicht. This place gives me the shivers, despite the muggy night. Ja, ein Totenschädel, also das ist nicht sehr einladend. Wieder Blut. Unbehandelte Wunde. Person noch am Leben. Das ist gut. Und Spuren. Stiefelabdrücke des Herrenhauses. Okay. Mr. Arneson wurde hier verschleppt. Dann gehen wir mal der Sache nach. Würde ich mal sagen. Was ist das denn hier? Ugh, the smell of burning flesh, just horrific. Keep away from it, focus on our task, so we may soon leave all this behind. Barfußabdrücke. Verschiedene Größen. Und unstete Bewegung. Was haben die denn gemacht? Da hängt sogar noch jemand. This is not Arneson, just another unfortunate soul. Wenigstens nicht der Gesuchte. Aber hier hängen ein paar. Blut. The bloody handprint on this stone lacks 4 fingers. Es fehlen 4 Finger. Das könnte unser gesuchter Mann sein. The victim's left hand clawed at the soil. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. Blutiger Handabdruck. 4 blutige The Stellen. hand tied here was bleeding in 4 places. This had to have been Arneson. Oh, das könnte schon passen, ne? Oh, hier ist auch noch einer. Thankfully, it's not Arneson. Thankfully, Arneson isn't among the dead. Was haben wir denn hier? The tracks lead behind the stone slab. Spuren führen hinter diese Steinplatte. Durch Reibung entstandene Kratzer. Das ist eine Tür hier. Only this indentation was spared from blood. Wir brauchen hier etwas.
Hier vorne ist auch etwas. A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. Ein Käfig. Was ist das? Days old and rotten. Ach so, Früchte. Verrottete Früchte. Damp and moldy hay. The prisoners were kept like animals, slowly deteriorating under the gruesome treatment. Wurden wie Tiere behandelt hier. The wood is swamp cypress, endemic to the area. The blood is dry. The axe has not been used for some time. A simple rope. This is how those poor people were crucified. The initials EA are embroidered with silk thread. Das könnte unser Mann sein. The prisoner's clothes tossed aside. A worn blade, but clean and without blood. Bowls filled with blood. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. Handabdruck nur mit Daumen. Da sagte er mit Blut übergossen. Nur mit Daumen. Handabdruck, was? Handabdruck nur mit Daumen. Finger waren ab, ja, dann ist er das, unser gesuchter Mann hier. Dann ist das wahrscheinlich auch er. Hier. Ach, hier gibt es auch so eine Nachricht. So ein Schnipsel. Ich glaube eher so, ne? Deswegen die Spuren hier. Passt, also passt. Dann hatten die ihn hier, genau. Ja, ich bestätige. Arneson was held captive in this cage until his abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance.
they use the mechanism with an indentation to open the passage. Okay. Mr. Andersons Verbleib. Also müssen wir hier durch diese Tür gehen. The tracks lead behind the stone slab. Ja, wie kommen wir da hin? Ist die Frage. Was haben wir denn hier? Aha, Heavy and covered in blood. schwer und voller Blut. Schau mal da an. Super. Diesen Ort verlassen. Warte mal. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Nein. Kann ich hier sonst nichts machen. Dann gehen wir. Ja. Weiter geht's. Darn it. Something is wrong with my lantern. Give me a minute. I won't wait for you. I'm going in. It's nothing, Holmes. I'll join you in a minute. Vor allen Dingen sagte Sherlock noch, ich werde nicht auf Sie warten. Sie kommen schon nach. Sag bloß. Wie dem der... Let the unknown be. That's human skin and still warm. What's happening? Das ist menschliche Haut und sie ist noch warm. Aha. Hier ist der Weg. Deja vu and not in a pleasant way. Ach, schon wieder hier. Na super. Ein Déjà-vu und kein angenehmes. Oh. Ich muss da hinten hin. Wie komme ich da hin? Okay, so schon mal nicht. Mhm. Ja, so scheinbar auch nicht. Hier unten war ich schon gewesen. Also hier geht es scheinbar nicht weiter.
Ich sehe auch gerade nicht, wo es weitergeht. Oh, okay. Was ist das denn? Bilden sich hier so Steine. Da ist es. Okay. Die Steine waren nicht echt. Sie sind zwar jetzt da, aber sie sind nicht echt. Muss ich jetzt hier nochmal rein? Wo sind die Steine drin? Ich höre etwas. Ich sehe es aber noch nicht. Da ist noch was. Also ich muss die Brücke sichtbar kriegen. Und zwar nicht nur in Geisterform. Wie mache ich das? Gute Frage, nächste Frage. Wieder reinlaufen. Das ist dann im Prinzip spiegelverkehrt, habe ich das Gefühl. Oder warte mal. Wenn ich jetzt in der anderen Welt da die Steine aktiviert habe. Vielleicht sind sie ja jetzt unsichtbar. Ich probiere das jetzt aus. Oder auch nicht. Gute Frage. Zack. Okay. Könnte hier noch was sein. Was übersehe ich? Warte mal. Also genau, so mit dem Blick vielleicht. Manifestieren sie sich dann? Nein. Sind immer noch durchsichtig. Also irgendeinen Weg muss es ja geben, oder nicht? Erzähl mir keinen. Okay. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil ich den Weg nicht sehe.
Er geht hier so bis zur Hand. Weil durch die Hand, dann um den Felsen. Dann rechts rum. Boah. Das hätte ich da behalten, das. Hinter dem Felsen um dieses Dings. Dann um das andere. Um diesen Käfig. Na, Halleluja. Also. So in die Richtung. Durch die Hand. Dann im Prinzip so um den Felsen irgendwie. Um diesen Käfig hier. Dann ab hier so links oder so. Und da war es schon vorbei. Wir laufen einfach mal schnell durch. Nee, an dem Käfig nein. Nicht. Ah. Okay. Jawohl, einfach schnell durchlaufen. Super. Hat geklappt. And now, axes? What on earth for? Ups. Hier ist etwas. Tiefe Kratzer, getrocknete Blut. Die Tür ist zu. Was soll mir das sagen? Ich muss die Tür irgendwie öffnen. Autsch. Komm, wir schaffen das. Hier sind Aufbausymbole. Hier sind auch Symbole. Muss ich mir die merken? Da hinten so ein N hätte ich gesagt. Ein Kreuz. Ein gehängter Mann. Rückwärts. Oder umgedreht. Darauf kann ich mir keinen reinmachen. Was ist das denn? Ein paar Worte. Hand zur Sonne. Hieroglyphen. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Toll. Ja, dieses Symbol habe ich gesehen. Ja. Habe ich auch gesehen, ja. Habe ich auch gesehen. Und? Bin jetzt nicht schlauer. Diese 3 Symbole habe ich gesehen, ja. Was soll ich jetzt machen damit?
Also bitte. Okay. Hand zur Sonne umgedreht. Und dieses N. Ach, war wohl nix. Die Symbole bleiben, sehr gut. Ich stehe davor. Was soll ich jetzt machen hier? Jetzt leuchtet das. Jetzt glüht das Symbol. Aha. Okay. Hier ist das nächste. There's that glow again. Hand zur Sonne, hier. I hope that was all. I can't take it anymore. At last, the lantern's working again. Holmes, I'm coming. Holmes, ich komme. Aha, die Laterne funktioniert wieder. Holmes, what are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. I just need a second, John. I need to focus on Arneson. Oh, hier steht was geschrieben. Müssen wir gleich mal gucken. The unknown, beckoning, great word, lightning! I should examine him before he has another seizure. Was ist das da? Please tell me there are no eels inside Arneson. Severed fingers, the wounds are inflamed. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Pulse is racing, 110 beats a minute. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Wie kann man Mr. Arneson ruhig stellen? This is Dwale, induces sleep and relaxation. Salvia divinorum, provokes visual hallucinations. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. Hard to tell what it says.
Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Fibel der Heilkunde, der schmale Grat zwischen Heilung und Tod. Dieses Buch ist ein hilfreicher Begleiter auf ihrem Weg zum kompletten Heilkundigen. Jeder Tropfen, jeder Krümel und jedes Körnchen einer Substanz kann einen kranken Patienten wieder gesund lassen. Oder ihn töten, wenn die Dosierung oder Zusammensetzung eines Heilmittels nicht wohlgewählt ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu wissen, welche Substanz auf welche Weise hilfreich oder lebensgefährlich sein kann. Jedes Kapitel dieses Buches widmet sich kurz und bündig einer in der Heilkunde häufig verwendeten Substanz. Denken Sie stets daran, legen Sie Präzision an den Tag, haben Sie Geduld, lernen Sie von den Fehlern anderer. Odorless, watery, and hard to identify. Lehre meinen Geist, bitte lehre meinen Geist. Let me forget, please, let me forget. In verschiedenen I Sprachen. can't decipher that text. Wahrscheinlich derselbe Text. In verschiedenen Sprachen. I wonder what this language is. Aguarde e tempeste, abbandone cane. Was steht hier? Die Meerestiefe ruft. Frohlockt, denn er ist nahe. Erweist euch als würdig, indem ihr euch dem großen Gott hingebt. The walls are spinning. Let me catch my breath. Unbekannter Sud. Eine zähflüssige braune Substanz, die einen beißenden Kräutergeruch absorbiert. Womöglich wurde die Substanz verbrannt. Transparente Flüssigkeit. Auf einem Tisch mit giftigen Substanzen stehen Fiolen mit einer so unbekannten transparenten Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist geruchlos, wässrig und gelblich. In Archiv recherchieren. Geruchlos, wässrig und gelblich. Alkoholische Texturen. Flüssig. Geruch. Geruchlos. Farbe. Gelblich. Schlangengift. Schlangengift ist in der Regel eine klare, schaumlose Flüssigkeit, die am ehesten an gelbes Wasser erinnert. Einige Tropfen Schlangengift verdünnen oder vermengen mit anderen Substanzen, wirken entspannend auf die Muskulatur. Dabei gilt die Faustregel: 80 Pfund Gewicht entsprechen einem Tropfen. So unbekannter Sud. Eine zähflüssige braune Substanz, die einen beißenden Kräutergeruch absorbiert. Konsistenz: zähflüssig. Geruch: beißend. Farbe: dunkel. Trophäe erhalten: Bücherwurm. Ayahuasca. Das ist ja ein Zungenbrecher. Bei Ayahuasca handelt es sich um einen braunen, breifarbigen Kräutersud, der im Amazonasbecken bei Ritualen breite Verwendung findet. Ayahuasca verursacht visuell und auditive Halluzinationen. Der Hauptbestandteil dieses zu einem Sud abgekochten Heilmittels ist Jage, eine tropische Liane aus dem Amazonas-Regenwald. Okay. Wie kann man Mr. Arneson ruhig stellen? Tollkirsche.
Amanita-Pilz. Salvani Divinorium. Boah, keine Ahnung. Schlangengift könnte auf jeden Fall sein. 80 Pfund, ein Tropfen. Trollkirsche. Oh, Trollkirsche und Schlangengift. Wir müssen ein Beruhigungsmittel herstellen, um Mr. Arneson transportfähig zu machen. Die benötigten Inhaltsstoffe Trollkirsche und Schlangengift. This should help soothe Arneson. So, der ist erstmal ruhig gestellt. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Das sieht gruselig aus. Skelett mit hier mit allen. Das Chaos kommt näher und verschlingt eine schlafende Welt. Oh, Sherlock kann das übersetzen. Okay. Erweist euch als würdig, indem ihr euch dem großen Gott hingebt. Frohlockt, denn er ist nah. Die Meerestiefen rufen. Hart auf dem Sturm, löst euch von eurem Leib. Frohlockt, denn er ist nahe. Free me festering soul and let me feel. Eyes without purpose and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die. Filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock! What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Das war schon krank. Bon Dieu! Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. Do you know Lucy? Belle from the Nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him.
Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Aber das kann ja noch nicht das Ende sein. Trophäe erhalten. Versumpft. Wir sind zurück in der Elm Street. The Book from Beyond. Kapitel 7. Das Buch aus der Tiefe. Zurück in London. Nee, Elm Street? Nee. Wie hieß die? Achso, weiß ich gar nicht mehr. Baker Street, so. Zurück in der Baker Street. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. I... Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. Oh, this is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Unser guter Sherlock scheint immer noch neben der Spur zu sein. Okay. Mr. Barnes, um was geht es im wesentlichen Telegramm aus Ashmead? Wer ist der Anführer des Kults und welches Ziel verfolgt er? Haben wir das Buch mit diesen Menschenhaut mitgenommen? Mit dieser Menschenhaut? Unheilvolles Buch aus den Sümpfen. Ja, tatsächlich. Ein Buch, das wir in den Sümpfen unweit von New Orleans gefunden haben. Es ist in mehreren Abschnitten unterteilt, die mit Symbolen ausgeschmückt sind. Eines dieser Symbole haben wir überall auf dem Bayou und nahe dem Altar unter dem Londoner Hafen gesehen.
Das Buch ist in einer unbekannten Sprache geschrieben, aber vielleicht gelingt es ja Mr. Barnes, einige Seiten zu übersetzen. Verschlüsselte Nachricht für Ashmed. Diese Nachricht, die Davy entschlüsseln konnte, ist an Ashmed adressiert. Sie lautet: Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevensons wegweisendem Licht die letzte Umarmung aller Auserwählten. Ich würde sagen, im nächsten Video klären wir, was wir über dieses Buch herausfinden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich verabschiede mich. Ciao, tschüss, euer Nightkid.